Ein einziger Biss bedeutet den sicheren Tod. Doch für eine der gefürchtetsten Giftschlangen können ihre Feinde manchmal unerwartet klein sein. Es ist ein gnadenloser Kampf ums Überleben zwischen Klapperschlangen und den Kreaturen, die mutig genug sind, sich ihnen zu stellen. Klapperschlangen und ihre gnadenlosen Kämpfe. In den glühend heißen Wüsten Nordamerikas, während der Boden leicht im Morgenwind zittert, hallt ein trockenes Klappern wie Windspiele in der Einöde. Es ist die letzte Warnung vor dem Tod. Es ist der Schwanz einer Klapperschlange, einem tödlichen Symbol der nordamerikanischen Wüste. Klapperschlangen, Gattung Crotalus, sind giftige Schlangen, die in Amerika heimisch sind. Sie können eine Länge von 60 cm bis zu über 2 Metern erreichen und haben raue Schuppen, die sich perfekt an Sand, Staub und trockene Felsen anpassen. Ihre tödlichste Waffe ist ihr hämotoxisches Gift, das Gewebenekrose verursacht und die roten Blutkörperchen zerstört und ihre Beute innerhalb von Minuten töten kann. Was sie jedoch wirklich einzigartig macht, ist ihre charakteristische Klapperschlange, die aus hohlen Keratinringen besteht, die bei schneller Bewegung ein Geräusch erzeugen, ähnlich einem lebenden Alarmsystem. Die Warnung dient nicht der Einschüchterung, sondern der Vermeidung unnötiger Konflikte. Mit jedem Biss muss eine Klapperschlange Zeit und Energie aufwenden, um ihr kostbares Gift wieder aufzufüllen. Im trüben Licht der Abenddämmerung sucht eine kleine Maus achtlos zwischen den Rissen der ausgetrockneten Erde nach Grassamen. Sie ahnt nicht, dass nur wenige Schritte entfernt der Tod regungslos, kalt und wartend liegt. Die Klapperschlange schlägt plötzlich zu, mit einem blitzschnellen Schlag. Die Maus zuckt und wird dann still. Die Schlange beeilt sich nicht. Sie wartet und verschlingt dann den leblosen Körper, wobei sie nur eine fauche Spur im Sand hinterlässt, wie eine unausgesprochene Message. Sobald der Hunger gestillt ist, erwacht der Fortpflanzungstrieb. Im Frühjahr liefern sich die Männchen lautlose Duelle
Ohne Gebrüll, nur mit der Kraft ihrer Spiralen und Würgegriffe, wie Seile zwischen Leben und Tod, und kämpfen um das Recht, sich einem Weibchen zu nähern. Nach der Paarung behält die Weibchen die Eier in ihrem Körper, bis sie schlüpfen. Klapperschlangen sind ovovivipar. Die Jungtiere kommen vollständig mit Gift und Instinkten zur Welt und benötigen keine elterliche Fürsorge. Nicht weit vom Versteck der Schlange bewegt sich eine kleine Gestalt schnell über den Boden. Er ist etwa einen halben Meter groß, schlank, langbeinig und scharfe Augen. Es ist der Roadrunner. Der Roadrunner, Diococcix californianus, ist ein Vogel, der dafür bekannt ist, schneller zu laufen als viele Raubtiere. Trotz seiner bescheidenen Größe ist der Roadrunner ein beeindruckender Wüstenjäger. Zu seiner Nahrung gehören Eidechsen, Insekten, Spinnen und vor allem Schlangen. Und heute ist er auf der Jagd. Er bleibt stehen und starrt auf eine leichte Bewegung im Gebüsch. Ein Teil der Klapperschlange ragt aus dem Sand. Ihr Schwanz vibriert mit ihrem charakteristischen Geräusch. Eine letzte Warnung. Aber der Laufvogel zögert nicht. In einem Augenblick stürzt er sich auf sie. Sein langer, gebogener Schnabel schlägt präzise und brutal zu. Die Schlange, die zuvor der Sensenmann der Wüste war, ist nun nur noch ein Streifen schlaffer Schuppen, fest im eisernen Schnabel eines kleinen Jägers. In der Welt der Klapperschlangen, in der Gift herrscht, gibt es Lebewesen, die nicht nur überleben, sondern diesem Thron sogar trotzen. Und im Spiel des Lebens sind Geschwindigkeit und Strategie manchmal stärker als reines Gift. In den schattigen Dschungeln Südostasiens, wo das Sonnenlicht wie feine Schwerter durch das Blätterdach fällt, gleitet eine Gestalt lautlos durch das Laub. Kein Geräusch ist zu hören, keine Spur. Nur ein seltsames Gefühl der Präsenz, als würde der Wald selbst den Atem anhalten. Mit einer Länge von bis zu 5,5 Metern ist sie nicht nur die längste Giftschlange der Welt, sondern auch die einzige, die die Aura eines Königs hat.
Mit erhobenem Kopf, der Haube wie ein alter Kriegerhelm und einem grimmigen Blick ist dies die letzte Warnung, oft die einzige. Trotz ihres Namens gehört die Königskobra nicht zur gleichen Gattung wie andere Kobras. Sie ist ein ganz anderes Wesen, eine Schlangenfresserin. Selbst tödliche Giftschlangen fallen ihr zum Opfer. Ihre Nahrung besteht hauptsächlich aus kleineren Schlangen wie Grubenottern, Kreiz und sogar gewöhnlichen Kobras. Wenn sie jagt, gibt es keine rasanten Geschwindigkeitsschübe, nur Ausdauer, Geduld und schließlich einen einzigen Biss in den Hals ihrer Beute, präzise, kraftvoll und gnadenlos. Ihr Gift ist ein Nervengift, das das Nervensystem angreift und innerhalb von Minuten zu Lähmung und Erstickung führt. Aber die Königskobra ist nicht nur ein Killer, sie ist auch ein Baumeister. Wenn die Regenfälle nachlassen und die Luft warm und feucht wird, treibt ihn sein Fortpflanzungsinstinkt zum Handeln. Anders als bei den meisten Schlangen, die Eier legen und sie dann verlassen, baut die Königskobra ein Nest. Mit ihren Windungen sammelt sie trockene Blätter und verrottete Äste und formt daraus einen Hügel, ein Schlangennest. Darin legt das Weibchen zwischen 20 und 50 Eier und bleibt, um sie zu beschützen. Während dieser Zeit wird sie äußerst aggressiv. Jedes Lebewesen, das sich dem Nest nähert, sei es ein Mensch, ein Elefant oder ein Tiger, kann angegriffen werden. Nach etwa 2 Monaten schlüpfen die Eier. Die jungen Schlangen kommen vollständig bewaffnet zum Vorschein, jede mit genug Gift, um eine Maus augenblicklich zu töten. Sie verlassen das Nest und verstreuen sich im Wald, jeder auf ihrem eigenen Weg. Und die Königskobra verschwindet, so leise, wie sie aufgetaucht ist. In der Welt der Schlangen gibt es viele Mörder, viele gefährliche Arten. Aber nur eine jagt Schlangen, um zu überleben, baut Nester, um sie zu schützen, und erhebt ihren Kopf wie ein stiller Gott aus den Schatten des Dschungels. In der roten, ausgedorrten Erde Australiens, wo die Hitze den Boden verbrennt und das Leben sich unter dem Sand versteckt, gleitet eine andere Schlange spurlos dahin. Der Inlandtaipan, Oxyuranus microlepidotus, ist weder die größte noch die schnellste Schlange. Aber er ist die tödlichste Schlange, die man kennt.
Ein einziger Tropfen Gift reicht aus, um Dutzende von Menschen zu töten. Eine tödliche Mischung aus Neurotoxinen, Myotoxinen und Prokoagulantien zerstört das Nervensystem, zerstört die Muskeln und verursacht eine schnelle Blutgerinnung. Dennoch lebt der Inland-Taipan friedlich. Er vermeidet Menschen und jagt nur kleine Tiere wie Mäuse und Eidechsen im schwachen Licht der Morgendämmerung. Ein blitzschneller Angriff, dann zieht er sich zurück und wartet, bis das Gift wirkt, bevor er zurückkehrt, um seine Beute ganz zu verschlingen. Die Farbe seiner Haut ändert sich mit den Jahreszeiten. Heller in der Hitze, um die Sonnenstrahlen zu reflektieren, dunkler in der Kälte, um die Wärme zu speichern. Kein Knurren, keine Warnungen, keine häufigen Auftritte. Die tödlichste Waffe ist die, die am tiefsten verborgen ist. Aber nicht alle Lebewesen zittern vor Schlangen. In der Natur sind sie klein, sogar zerbrechlich, aber sie besitzen eine Waffe, mit der keine Schlange mithalten kann: Mut und List. Durch die sonnenüberflutete afrikanische Savanne bewegt sich ein Schatten schnell durch das hohe Gras. Es ist kein Leopard und auch kein wilder Hund, sondern die schwarze Mamba, die schnellste Schlange der Welt. Die Gattung Dendroaspis umfasst 4 Arten: die östliche grüne Mamba, die westliche grüne Mamba und die Jameson-Mamba, wobei nur die schwarze Mamba eine dunkle Färbung aufweist. Trotz ihres Namens sind ihre Schuppen jedoch nicht schwarz, sondern meist grau oder olivbraun. Die wahre Dunkelheit befindet sich in ihrem Maul, das letzte Bild, das viele ihrer Opfer sehen. Mit einer Länge von bis zu 4 Metern und einer Geschwindigkeit von bis zu 20 Kilometern pro Stunde unterscheidet sich die schwarze Mamba von den meisten Schlangen. Sie flieht nicht. Wenn sie sich bedroht fühlt, hebt sie ihren Kopf, öffnet ihr pechschwarzes Maul und startet einen gnadenlosen Angriff. Eine Reihe von Bissen kann eine überwältigende Dosis Neurotoxin verabreichen, die ohne Behandlung innerhalb von 30 bis 60 Minuten zu Lähmung und Tod führt. Sie jagt Nagetiere, Vögel und Eidechsen, schnell, entschlossen und fehlerfrei. Aber selbst die fürchterregendsten Schlangen, von Königskobras bis zu schwarzen Mambas, sind nicht unbesiegbar. In der Natur gibt es immer kleine, aber furchtlose Lebewesen, die bereit sind, sich ihnen ohne zu zögern zu stellen. Der Mungo ist eines davon.
Mit einer Länge von weniger als 60 Zentimetern und einem Gewicht von nicht mehr als 2 Kilogramm ist sein schlanker Körper agil und verfügt über blitzschnelle Reflexe. Ihr dichtes Fell hilft, die Schäden durch Bisse zu verringern, während ihr Nervensystem eine leichte Resistenz gegen bestimmte Neurotoxine aufweist, was bedeutet, dass ein giftiger Angriff nicht immer ein Todesurteil ist. Ihr gegenüber steht die schwarze Mamba, die schnell gleitet, den Kopf erhoben und das Maul offen, dunkel wie ein Brümmen. Ein einziger Biss könnte ein Herz zum Stillstand bringen. Aber der Mungo weicht nicht zurück. Nur wenige Sekunden später liegt die Schlange regungslos da. Der Tod ist schnell gekommen, durch die Hand einer Kreatur, der sich selbst viele größere Raubtiere nicht zu stellen wagen würden. Auf der anderen Seite der afrikanischen Savanne schreitet eine hohe Gestalt lautlos voran. Der Sekretärvogel. Mit über 1 Meter langen Beinen und einer fächerförmigen Krone aus Stacheln hinter dem Kopf, die an die Federn eines alten Schreibers erinnern, wirkt er elegant, bis er auf eine Schlange trifft. Der Sekretärvogel fliegt nicht, um zu jagen. Er läuft, legt täglich Dutzende von Kilometern zurück und gleitet durch das hohe Gras auf der Suche nach Eidechsen, Insekten und vor allem giftigen Schlangen. Im Kampf benutzt er nicht seinen Schnabel, sondern versetzt der Schlange mit seinen Füßen vernichtende Tritte. Ein einziger präziser Schlag kann eine Schlange betäuben oder ihr sofort das Genick brechen. Wenn die Schlange sich wehrt, hält der Vogel mit langen Schritten Abstand und schlägt wieder und wieder zu, bis die Schlange völlig regungslos ist. Erst wenn die Schlange ihren Kopf nicht mehr heben kann, beginnt der Vogel zu fressen. Obwohl er weniger als 5 Kilogramm wiegt, ist der Sekretärvogel dank seiner Schnelligkeit, Kraft und blitzschnellen Reflexen eines der wenigen Lebewesen, die mutig genug sind, giftige Schlangen wie nichts weiter als ihre tägliche Mahlzeit zu behandeln. In der Natur, wo Überlebensinstinkte meist mit Vorsicht einhergehen, bricht ein Tier alle Regeln:
der Honigdachs. Mit einer Länge von weniger als 1 Meter und einem Gewicht von zwischen 10 und 15 Kilogramm ist sein Körper robust, sein Fell rau und er hat einen silberweißen Streifen, der wie eine Warnflagge über seinen Rücken läuft. Seine Haut ist dick, locker und fast undurchdringlich, so dass er sich selbst dann noch winden und beißen kann, wenn man ihn am Hals packt. Über diese natürliche Panzerung verfügt der Honigdachs über kräftige Kiefer, scharfe Zähne und eine hohe Giftresistenz. Er ist ein Allesfresser. Er ernährt sich von Honig, Insekten, Früchten und giftigen Schlangen. Wenn er jagt, hat er keinen Plan, nur Instinkt und pure Hartnäckigkeit. Er greift an, beißt, kratzt, hält Schläge aus und gibt nicht auf, bis sein Feind zu Boden geht. Er ist nicht schnell, er lauert nicht, er kalkuliert nicht. Aber mit seiner dicken Haut, seinen Nerven aus Stahl und seinem unstillbaren Hunger ist es die Kreatur, für deren Tod selbst tödliche Schlangen einen Preis zahlen müssen. Es überlebt dank seiner Härte, Hartnäckigkeit und puren Tollkühnheit. Von den glühenden Sandflächen der Wüste über die endlosen Graslandschaften Afrikas bis hin zu den feuchten Tiefen des Regenwaldes gleiten Schlangen lautlos, heimlich, geschmeidig und unvergänglich dahin. Sie sind keine Symbole des Bösen, sondern unverzichtbare Rädchen in der perfekten Maschine der Natur. Wenn Schlangen jagen, verhindern sie, dass Nagetierpopulationen zu einer Plage werden. Wenn sie selbst von kleinen Raubtieren wie Mungos oder Sekretärsvögeln gejagt werden, ist das keine Ungerechtigkeit, sondern das Gleichgewicht, die Überlebenskette, die seit Millionen von Jahren besteht. Zwischen dem Tötungsinstinkt und dem Überlebensdrang gibt es in der Natur keine Gewinner, nur Arten, die sich anpassen und andere, die verschwinden. Aber es gibt eine, die gegen die Regeln verstößt: die Menschheit. Während Schlangen und ihnen feindlich gesinnte Lebewesen weiterleben, jagen und kämpfen, wie sie es seit Generationen tun, schrumpfen die Lebensräume, die sie bewohnen, von Tag zu Tag. Wälder werden abgeholzt, Wiesen werden gepflügt, Wüsten werden besetzt. Und blinde Angst treibt viele dazu, Schlangen zu töten, sobald sie sie sehen, ohne sich auch nur zu fragen, ob sie wirklich gefährlich sind. Wir müssen Schlangen nicht lieben.
Aber wir müssen verstehen, dass kein Lebewesen entbehrlich ist. Alle Wesen, ob giftig oder harmlos, haben eine Rolle im Netz des Lebens. Und wenn nur ein Glied zerbricht, gerät das gesamte System ins Wanken. Beim Naturschutz geht es nicht nur darum, das zu schützen, was schön oder liebenswert ist. Es geht darum, auch die Lebewesen zu respektieren, die uns unangenehm sind. Denn es sind sie, die das Gleichgewicht der Welt aufrechterhalten, in der wir leben. Lassen wir die Schlange weiter im Schatten gleiten. Lassen wir die Manguste weiterspringen, um einem tödlichen Angriff auszuweichen. Lassen wir den Sekretärsvogel weiter seine entscheidenden Tritte in der goldenen Savanne ausführen. Solange sie existieren, bedeutet das, dass die Natur noch in Harmonie ist. Und wenn sie verschwinden, ist das nicht nur ein Verlust für die Natur, sondern auch die letzte Warnung für uns alle. Alaska, ein Land, in dem Eis und Wildnis miteinander verschmelzen. Wo Berge den Himmel berühren, Winde über schneebedeckte Ebenen heulen und das Leben nicht geschenkt wird, sondern jeden Tag erkämpft werden muss. Wild Alaska, das Königreich der unerbittlichen Jäger. Alaska, auch als letzte Grenze der Vereinigten Staaten bekannt, ist ein Land, das sowohl majestätisch als auch atemberaubend wild ist. Der mit über 1,7 Millionen Quadratkilometern größte Bundesstaat der Vereinigten Staaten beherbergt Landschaften, die nur in Träumen oder Mythologie zu existieren scheinen. Gigantische schneebedeckte Berge ragen senkrecht in den Himmel, angeführt vom Denali, dem höchsten Berg Nordamerikas, der wie ein Riese über den nördlichen Himmel wacht. Riesige Gletscher schlängeln sich durch uralte Täler, wobei jeder einzelne von ihnen die Geschichte von Millionen von Jahren der Erde erzählt. Aber es gibt hier nicht nur Eis und Schnee. Tief unter der Erdoberfläche verbirgt sich Feuer, die schlafenden Vulkane der Aluten, die daran erinnern, dass Alaska durch zwei gegensätzliche Kräfte entstanden ist: Eis und Feuer.
Von den nebelverhangenen Taigerwäldern bis zur kargen Tundra nahe dem Polkreis, von den üppig grünen Sümpfen des Yukon-Deltas bis zu den eisigen Küsten, an denen sich Wale und Robben versammeln. Jedes Ökosystem in Alaska ist eine einzigartige, lebendige und raue Welt. Und wenn die Nacht hereinbricht, erstrahlt die Aurora am Sternenhimmel, ein atemberaubender Tanz des Lichts, eine geheimnisvolle Einladung der Wildnis. Doch hinter dieser surrealen Schönheit verbirgt sich eine harte Realität. Dies ist ein Land, in dem jedes Lebewesen unerbittlich um sein Überleben kämpfen muss. Eis, Alaskas Grundlage, schmilzt Jahr für Jahr, Schicht für Schicht. Die einst festen Eisschichten sind heute zerbrechliche Fragmente, die im eisigen Ozean treiben. Durch die rapide steigenden Temperaturen werden die Winter immer kürzer und das Eis schmilzt früher als je zuvor. Für Robben ist das nicht nur eine Wetterveränderung, es ist eine Frage von Leben und Tod. Alaskas Sigel, Säugetiere, die perfekt an die Kälte angepasst sind, haben dicke Speckschichten unter der Haut, große Augen, die für schlechte Lichtverhältnisse optimiert sind und extrem empfindliche Schnurhaare, mit denen sie selbst kleinste Bewegungen unter der Wasseroberfläche wahrnehmen können. Sie können Hunderte von Metern tief tauchen, um Fische zu jagen und sich schnell durch kalte Strömungen bewegen. Aber keine dieser Eigenschaften kann sie vor der Gefahr schützen, wenn das Eis, ihr Home und ihr Brutplatz, verschwindet. Auf einer dünnen Eisscholle in Ufernähe liegt eine Robbenmutter dicht bei ihrem weniger als 2 Wochen alten Jungen. Sie brauchen Ruhe. Sie brauchen das Eis, um sicher zu sein. Aber unter dem schwarzen, spiegelglatten Wasser nähert sich eine Gruppe von Schwertwalen. Sie greifen nicht sofort an. Orcas sind strategische Raubtiere. Sie beobachten, warten und koordinieren sich. Eine erhebt sich, schlägt auf die Oberfläche und erzeugt Wellen. Die kleine Eisscholle wackelt. Die Mutterrobbe schreit verzweifelt, als sie den roten Blutstreifen im kalten Wasser verschwinden sieht.
Sie kann nichts mehr tun. In dieser wilden Welt gibt es keinen Spielraum für Fehler, vor allem nicht für kleine Lebewesen, die noch nicht gelernt haben, wie man überlebt. Wenn das Eis schmilzt, verschwindet ihre einstige Zuflucht und die Raubtiere zögern nicht. In Alaska ist das Leben so zerbrechlich wie das Eis, auf dem es steht. Wenn sich der kalte Ozean zurückzieht, offenbart das Landesinnere Alaskas eine völlig andere Landschaft. Die schmelzende Küste weicht einer Tundra, die sich bis zum Horizont erstreckt, wo der Wind beißt und der Boden noch von den Spuren des Permafrosts gezeichnet ist, der unter dem Flechtenbewuchs schlummert. Der Winter hat sich gerade zurückgezogen und Flecken von Schnee, Moos und Gras hinterlassen, die aus dem gefrorenen Boden zu sprießen beginnen und den Beginn der Wanderung ankündigen. Inmitten dieser scheinbar bewegungslosen Landschaft entsteht ein lebhaftiger Strom. Tausende von Karibus ziehen lautlos voran. Sie sind nicht laut oder auffällig, sondern bewegen sich langsam und stetig wie ein Fluss aus Fleisch und Blut. Die Leitböcke gehen voran, tasten sich durch das unwegige Gelände, während die Mütter mit ihren Jungen hinterherfolgen und aufmerksam auf jede noch so kleine Bewegung achten. Karibus sind Tiere, die von den rauen Bedingungen geprägt sind. Sie haben ein doppeltes Fell, eine innere Schicht aus weichem Fell, das sie warm hält, und eine äußere Schicht aus hohlen Haaren, die ihnen hilft, auf Wasser zu schwimmen und beißenden Winden zu trotzen. Ihre breiten Hufe verhindern, dass sie im Tauwetter im Schnee oder Schlamm sinken und dienen bei Bedarf auch als scharfe Waffen. Sowohl Männchen als auch Weibchen haben Geweihe. Und diese Geweihe, die jedes Jahr nachwachsen, symbolisieren Stärke, Ausdauer und die Fähigkeit, Widrigkeiten zu überwinden. Jedes Jahr unternehmen Rentiere eine lange Wanderung über Hunderte von Kilometern, von den Taiga-Wäldern im Süden zu den nördlichen Brütgebieten. Diese Reise ist ein tief in ihrem Blut verankerter Instinkt, ein Ruf der Erde und des Himmels, der von Generation zu Generation weitergegeben wird. Aber es ist keine sichere Reise. Die Kälte ist nur das erste Hindernis. Hinter ihnen, im Schatten des Waldes, lauert eine weitere Gefahr. Der graue Wolf, der unerbittlichste Jäger der Arktis.
Auf dem kalten Boden, der noch mit Eissplittern übersät ist, umzingeln die grauen Wölfe ihre gefallene Beute. Ein junges Rentier, das nie gelernt hat, wie man überlebt. Das Festmahl beginnt in Stille, ohne das übliche wilde Geschrei, nur saubere, effiziente Bisse. Der Instinkt derer, die Hunderte von Wintern überlebt haben. Der Alpha-Wolf reißt das erste Stück Fleisch vom Hals. Dann gibt er es den Weibchen und den jungen Wölfen, die Tag für Tag wachsen. Ihre goldenen Augen bleiben wachsam. Sie scannen die Umgebung. Ihre Ohren sind gespitzt, um jedes Geräusch zu hören. Denn in Alaska können sich wilde Tiere selbst beim Fressen keine Unachtsamkeit leisten. Hier gibt es keine Grausamkeit, nur den unerbittlichen Kreislauf der Natur. Der Rentierkadaver ernährt das gesamte Udel und die Überreste werden zu einem Festmahl für Krähen, Füchse und Insekten. In diesem harten Kreislauf von Leben und Tod wird nichts verwendet. Nicht weit entfernt steht der Rest der Rentierherde, einige Minuten lang still, bevor sie ihre Reise fortsetzt. Keine Schreie der Verzweiflung, kein Zurückblicken. In ihrer Welt ist Verlust unvermeidlich und das Überleben erfordert absolute Entschlossenheit. Ihre Hufe treten durch Schlamm und weichen Schnee und folgen dem Wind nach Norden, dorthin, wo der Frühling früh Einzug hält und zartes Gras aus dem auftauenden Boden sprießt. Weit entfernt von der Wanderroute der Rentiere, wo der Wind unaufhörlich heult und der Boden ewig vergefroren ist, hält ein urzeitliches Tier noch immer stand, der Moschusochse, der letzte Krieger der Eiszeit. Mit einem massigen Körpergewicht von über 360 Kilogramm, einem dicken Doppelpelz, der Temperaturen von bis zu -50 Grad Celsius standhält und geschwungenen Hörnern, die scharf wie Waffen sind, sind Moschusochsen nicht nur Symbole der Stärke, sondern auch lebende Beweise für das Überleben unter den härtesten Bedingungen der Erde. Sie leben in Herden, ziehen langsam durch die karge arktische Tundra und weiden auf Flechten und Baumwurzeln, die unter dem Schnee verborgen sind. Wenn sie Raubtieren wie Wölfen oder Bären begegnen, fliehen sie nicht. Die Herde bildet einen Verteidigungsring, wobei die Jungtiere in der Mitte stehen und die Erwachsenen nach außen blicken. Eine Taktik, die ihren Vorfahren seit Jahrtausenden das Überleben gesichert hat. Aber in Alaska ist nicht nur die Natur wegen der Raubtiere gefährlich. Das unberechenbare und gnadenlose Klima ist oft der brutalste Endfeind. Anfang des Jahres ereignete sich eine Tragödie, die die wissenschaftliche Gemeinschaft schockierte. Laut der Daily Mail fegte ein heftiger Schneesturm über Alaska hinweg, begrub eine ganze Herde Moschusochsen und tötete 52 Tiere auf grausame Weise.
Mit Windgeschwindigkeiten von 128 bis 160 Kilometern pro Stunde bedeckte der Schneesturm den zugefrorenen See mit einer so dicken Eisschicht, dass die Experten, als sie am Unglücksort eintrafen, nur noch die Hörner und schwarzen Rücken aus dem weißen Schnee herausragen sahen. Von oben konnten wir nur einzelne schwarze Punkte inmitten des Eismeeres sehen, berichtete die Biologin Marcy Johnson. Als wir näher kamen, stellten wir fest, dass es sich um Hörner handelte, die Körper der gesamten Herde, die unter dem dicken Eis begraben waren. Für Naturschützer war dies ein großer Schock. Es gibt nicht viele Moschusochsen und die wissenschaftlichen Erkenntnisse über diese Tierart sind noch immer äußerst begrenzt. Der Verlust von 52 Tieren, die einst als unbesiegbar im arktischen Klima galten, hat den Menschen bewusst gemacht, dass selbst die widerständigsten Urtiere durch die zunehmend unvorhersehbaren Launen des Wetters vernichtet werden können. Forscher sagten, die Walrosse seien genau zum Zeitpunkt des Sturms in der Flut gefangen gewesen und konnten nicht entkommen. Sie waren schnell vollständig erfroren und erst im Mai, als das Eis schmolz, wurde das ganze Ausmaß der Katastrophe sichtbar. Dies ist nicht das erste Mal, dass so etwas in der Arktis passiert ist. Zuvor waren bereits 150 Narwale und 170 Beluga-Wale durch Meereis erstickt, nachdem sie in einer plötzlichen Kältewelle gefangen waren. Der Moschusochse, ein Tier, das einst als unbesiegbar galt und den Geist der Vorzeit verkörperte, konnte den heftigen Klimaschwankungen nicht standhalten. Im Kampf zwischen Leben und Natur ist kein Lebewesen absolut sicher. Und in dieser eisigen Wildnis fallen auch die Krieger der Eiszeit. Als die Sonne langsam am nördlichen Horizont unterging und einen kalten metallischen Schimm auf den Schnee warf, setzte die Herde der Moschusochsen ihren Marsch fort. Langsam, stetig, wie sie es seit Tausenden von Jahren getan hatte. Aber etwas hatte sich in der Luft verändert. Der Wind wehte aus der entgegengesetzten Richtung und trug keinen Geruch von Eis oder Flechten mit sich, sondern den Geruch von Blut, den Atem eines Raubtiers. In der Stille der Tundra hatte ein Rudel weißer Wölfe die Moschusochsen aus der Ferne verfolgt. Sie versteckten sich geschickt hinter Erdhügeln und niedrigem Gras und warteten auf einen Moment der Schwäche. Anders als die grauen Wölfe des Südens bewegten sich die weißen Wölfe der Arktis fast geräuschlos, wie Schatten, die durch den Schnee glitten.
Ihre blassen Augen blitzten kalt, intelligent, strategisch und gnadenlos. Eines der Welpen, das kleinste des Rudels, blieb ein paar Schritte zurück. Es hatte gerade erst seinen ersten Winter überlebt und seine Beine konnten noch nicht mit den gleichmäßigen Schritten der Erwachsenen mithalten. Dieser eine Moment des Zögerns reichte. Die Bisonherde floh nicht. Sie stand still, umgeben von Schnee, Blut und dem beißenden Wind, der durch ihr verfilztes Fell wehte. Der Verlust war ihnen seit der Eiszeit ins Blut geschrieben. Sie wussten, dass sie weiterziehen mussten. Und als die Sonne vollständig unterging und die Kälte wie eine eisige Decke über die Tundra sank, setzte das Karibu ihre Reise fort. Still, schwerer, aber ohne anzuhalten. Nicht nur Moschusochsen, Rentiere und weiße Wölfe, Alaska ist auch die Heimat unzähliger wilder Tiere, von denen jedes seine eigene Geschichte des Überlebens hat. Wild, geheimnisvoll und nicht weniger tragisch. Auf den moosbedeckten Felsen folgen Polarfüchse lautlos den Spuren der Lemminge, die Ohren gespitzt, ihre Schritte leicht wie der Wind. Wenn der Winter kommt, färbt sich ihr Fell rein weiß und ist im Schnee fast unsichtbar. Aber im Sommer, wenn das Eis schmilzt, kehrt ihr graues Fell zurück. Eine Erinnerung daran, dass auch sie sich an eine ständig verändernde Welt anpassen müssen. Am windstillen Himmel kreisen Schneeeulen. Ihre goldenen Augen durchdringen den Nebel der Tundra. Diese geschickten Nachtjäger können ihre Beute unter der dicken Schneedecke aufspüren und in der Dunkelheit präzise zuschlagen. Einst schienen diese Vögel dazu geboren, den nördlichen Himmel zu beherrschen. Doch heute müssen sie immer weiter und länger fliegen, um immer seltener werdende Beute zu finden. Weiter südlich, in den hohen Bergen, verlassen Kodiak-Braunbären, Tiere, die mehr wiegen können als Grizzlies, ihre Höhlen früher als gewöhnlich. Da der Frühling früh gekommen ist, sind die Lachse noch nicht zurückgekehrt, sodass die Bären hungrig und verzweifelt sind. Der Wettbewerb zwischen den einzelnen Tieren ist hart geworden, sogar zwischen Mitgliedern derselben Art.
Jedes Lebewesen hier ist eng mit dem Jahreszyklus verbunden, mit dem Eis, mit dem präzisen Zeitplan, den die Natur seit Jahrtausenden vorgibt. Aber Alaska verändert sich. Und zwar so schnell, dass sich alte Instinkte nicht anpassen können. Die Durchschnittstemperatur in Alaska ist in den letzten 50 Jahren um fast 3 Grad Celsius gestiegen. Schneller als irgendwo sonst in den Vereinigten Staaten. Das Eis schmilzt früher, die Winter sind kürzer, Waldbrände treten häufiger auf und der Permafrost beginnt aufzutauen. Nicht nur die Landschaft verändert sich, sondern der gesamte natürliche Lebensrhythmus wird aus seiner normalen Bahn geworfen.